Ho, 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 servus. My name is Elek Ani 9, straight from California, where I once were the governor. That's right, it's me, and I'm here to commentate the tournament battle between Fred and Ash from the tournament of my good friend Nestfloh, Combustible Christmas. I very like combustions because maybe you remember my Hollywood movies. Yes, I was a big movie star once, and there always were a lot of explosions, very loud, very big, very good. So let's watch the teams. We have a Warrain, a Magnezone, a Reuniclus, a Fire Monkey from the Pokémon Black and White edition, a Piloswine, a Metagross. On Fred's side. On Ash's side, the opponent, we don't see a Pikachu. I am very disappointed, but we see a Metagross, a Silvally, a Rhyperior, a Demaniten, a Delmise, and a Gurgeist. Nestfloh, my good friend, gave me the rules of this tournament, but I was elected to lead, not to read. But now we have it. We have the leads, and there's here for 2, so we see Metagross and Warrain, and we will start with the battle immediately. Now the battle starts. Pokémon trainer Ash is challenging Fred to a battle, and maybe it's already his first mistake. We shall see. And here comes Dagmar, remembers me of the wife who was looking for my children, very nice girl in the South Styria, and now Dagmar gets to eat a medium mash, but counters straight with a super fang because it has very big teeth. But Metagross just smashes another medium mash, and Warrain straight up dies. Too bad, but now you don't have to die because of the climate, so I think that's a win for ecology. Piloswine comes in but goes immediately out into Sirgutson, the jelly buddy of everyone, and Metagross don't gives a F and stays in and goes for the crit with the medium mash and gets the attack boost. This is pretty insane and pretty good. This is the Terminator right here, and the Terminator goes for another medium mash, and yeah, Reuniclus just dies. Poor Reuniclus, no cookies for you at this Christmas. Now there is not Charizard. I don't know how this Pokemon is called, but now we know it's not Charizard, and that's very good. There comes the Rhyperior, going to eat the fire attack. Very good, very good. Rhyperior stands here like a monster, and the monkey has to retreat. And there comes the other Metagross, which is of course named Günther. I have a friend named Günther in my home place Austria. Very good guys. Always fun to drink a beer with him. Rhyperior swaps out. Kürbis comes in. Yes, Kürbis is a thing for Halloween, not for Christmas. I don't know what this thing should here, but it dodges the medium mash of Günther. Poor Günther. Now Shadow Sneaks, also very creepy, but the Metagross leaves and there's the Zen Headbutt. And this will do nothing. Very good. Kürbis, very strong. Vegetable. Always eat vegetable. That's my advice. Then you can get as strong as I, very much muscles, very good body. The most important thing at bodybuilding is the Brustkasten. Please remember that. Now there's the Fire Monkey again. Swaps in for the Metagross, which decided not to die here. And here's the Donkey Kong, the Japanese monkey. And we see a nasty plot. Very good.
much more special attack right now, and there's a C move, and it looks to be the C fighting move, the all out pummeling. This remembers me of my friend Sylvester Stallone, always fighting in his movies. There is a very small brain but a huge amount of muscles. But he never will become president, that's for sure. And he hit the rumor, as it is called in Japanese, drops straight up. There's the Metagross, which always no, not always, but which already has done a good job and goes for the bullet punch. Yeah, bullets, very good. Also like it from my movies. And here is the Fire Blast, which gladly hits and takes out the Metagross. So the Fire Monkey took revenge for his buddies lost in the battle against Metagross. Now Amigento, which is called Silvally, drops in and dodges the Fire Blast, which is super good because this ape was at +2 and dodging the Fire Blast means you have one more turn to survive. But now the second one hits and the monkey didn't die to the multi-attack, and now the monkey took another kill. Very good, very clean. Now the pumpkin drops in and we already saw the Shadow Sneak, which will be most likely enough to pick up the monkey right now. And yes, it is very good. So, what Pokemon has my good buddy Fred left? I'm very excited. It is a Magnezone. Magnezone maybe not the best choice to switch in on a pumpkin, but also not the worst choice, and the Flash Cannon does a lot of damage. This could indeed be a choice specs Magnezone. And Pumpkin goes for the Trick Room, brought Trick to the Trick House, which is normally a no-go, but because Pumpkin is very creepy and I'm a little bit afraid of it, I will allow it. And there's the Synthesis, and there goes the Magnetregler. I don't even know what this attack does, this is crazy. And the lead sheet, so we already see this Gurgeist is made to annoy people very lot. But the Flash Cannon did a really lot of damage, so I think this Magnezone has to be analytic. And yeah, that's very good that now the Trick Room is up, but with the Leech Seed and the Synthesis, this Gurgeist isn't going to lose the battle. So Herr Hermann swaps in good old Piloswine, I very much like it, and this guy is probably slower and has threatening ice attacks, so we can go for the Ice Age. Because we speaking of ice, do you remember my role in the Batman movie? Yes, I was Mr. Frost. Indeed, it was me, Alec Arnie 9. Styra Man for Hollywood. Always remember. Leech Seed coming again. And yeah, the Twisted Dimension turns back to normal, and now Magnezone should do a lot of damage because it went second. Always Gurgeist first, Magnezone second. Mark my words. But the Trick Room went up immediately again. Not very cool, not very exciting if I have to if I have to be completely honest. Shadow Sneak comes in, did pitiful damage, and Flash Cannon comes, will do a lot. Maybe he gets a crit, or he barely missed on the knockout. That's very unfortunate. I can't regret. And now we have to see the whole spectacle again. There's the Synthesis. Maybe Magnezone is now lucky and take it out with a crit,
or maybe we see some sort of high roll. I don't know the calcs, I'm not elected to go for calcs, and it lives again with a smidget, a very tiny smidget of HP left, and this Gurgeist refuses to die. Oh, but this is a berry we see now, so this Magnezone isn't even specs. I'm very surprised because the damage was very real. Now Gurgeist finally, for everybody's sake, swapped out, and another ghost grass type comes in. Are you kidding me? Are you serious? But that thingy from the ship doesn't took the damage well, and yeah, I think a flash cannon might be enough, but he has the synthesis as well. But I don't think this mattered a lot because this silly ship thingy could have earthquake, and Magnezone would be dead at this point anyway. So I don't know how good this was actually. But if the dimension turns back, which should be this turn exactly, and now the flash cannon, yes, will do damage. Yes, it can. And this guy is gone. But on the other hand, you still have the Gurgeist and the Rhyperior, which is coming in. So, very problematic, because that thing is faster even without Trick Room. Very, very unfortunate. Can't lie about that fact. So, what is Fred's last mon? It's Metagross with... Oh, he has 2 mons left, but he went for the Meteor, for the Bullet Punch, because he probably expects this Rhyperior to be Scarf, and I share the same opinion. This probably is really a Scarf Rhyperior here, so wow. Very, very wow. But Piloswine, and Piloswine could be the savior of all. And this Rhyperior isn't Scarf, very crazy, but Piloswine took it, no burn gladly, and now the Earthquake in combination with an Eye Shot could be enough. I'm very confident that this will be enough, but does this Piloswine? Yes, it has it. Very good. And now we have the last 2 men standing, Gurgeist and Piloswine. Very excited. Oh, could the Ice Shot be enough already? I think this is very risky, but because when it's not enough, the Piloswine might actually lose. But it is enough. Piloswine did it. Yes, very nice. And Fred defeats Ash. Very cool fight. I really enjoyed it, because first there was the Metagross, then there was the fire monkey from the Pokemon Black and White, then there was the Gurgeist, which really annoyed the hell out of me while I was commentating this, and at the end Piloswine came through. Very good match, huge applause. Yes, and I hope you enjoyed it as well, and I wish you a nice day. Make it good. Merry Christmas to everybody. This battle might come up actually in the April of 2019, but that doesn't matter. Very good. My name is Select9. Goodbye. Und damit sind wir beim Finale vom Combustible Christmas. Ich bin Present und darf euch heute durch das Finale von diesem letzten Kampf bei diesem Turnier hier führen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt mal beide Teams an. Und zwar haben wir hier Jace und Marine am Start. Jace kommt mit einem Keifel, Rotom, einem Kyurem, Sneebel, Amoroso und Zytomega. Auf der Seite von Marine sehen wir ein Irokex im Lead, Flampivian, Meditalis, ein Schlurpleck, ebenfalls ein Kyurem und Forstelka. Und wenn ich mir so die beiden Matchups anschaue, muss ich sagen, dass es relativ ausgeglichen sogar aussieht. Also ich sehe hier nicht direkt irgendein Pokémon, was komplett den anderen zerstört. Ich meine, Meditalis könnte immer so ein Problem werden, aber da hat Jace ja sowas wie Zytomega, was eigentlich ganz gut reinkommen sollte.
Und ja, auf der anderen Seite haben wir sowas wie Kyurem, was auch immer ganz gut sein könnte, aber da hat Marine auch Switch-Ins. Vielleicht auch tatsächlich dieses Schlurpleck, weil Schlurpleck ja, wenn er defensiv irgendwie ausgelegt ist, speziell defensiv, da durchaus ein bisschen was tanken kann. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, vom Matchup her sehe ich hier keinen direkten Sieger oder so, weil es natürlich auch nicht immer so einfach ist zu sagen. Aber ich meine, dass es jetzt hier keinen großen Vorteil, glaube ich, gibt. Und ich würde sagen, wir können auch direkt mal in den Kampf starten, denn ich bin gespannt, wie sich die beiden Kontrahenten schlagen werden. Denn ich weiß natürlich noch nicht, wie das Ganze ausgegangen ist und ich möchte natürlich genauso wie ihr wissen, wer der Sieger von diesem Kampf ist. So, wir sehen natürlich auf der Seite von Marine den Santa-Lead, also Irokeks, wie wir es ja bereits in der Team-Preview gesehen haben. Und auf der anderen Seite sehen wir Hawk, das Keifel. Und eigentlich ist das ein eher gutes Matchup für Santa, vor allem weil er hier Abschlag drücken kann und den Evolit weghauen kann. Aber andererseits will wahrscheinlich Keifel einfach erstmal die Tarnstelle legen, vor allem eben für sowas wie Kyurem und so weiter, ist das schon sehr praktisch, deswegen verstehe ich es auch. Andererseits ist natürlich jetzt der Bulk ein bisschen weg von Keifel, ich weiß nicht, ob sich das so lohnen wird auf Dauer, aber das werden wir ja im Laufe des Kampfes dann sehen. Er geht tatsächlich jetzt hier eine Rotom rein, was ich sehr interessant finde, weil er hat wahrscheinlich mit der Kampfattacke gerechnet, aber ich glaube, dass Marine jetzt hier nicht unbedingt ein Problem damit hat, einfach nur mal auf Abschlag zu gehen, weil es war relativ offensichtlich, dass Keifel hier nicht länger drin bleiben wird. Also es hat auf jeden Fall Marine hier gut gemacht. Keine Frage und somit hat Rotom jetzt sehr viel Chip bekommen, kann aber dafür jetzt hier auf Irrlich gehen, während die Gegnerin, ich weiß tatsächlich nicht, ob Marine jetzt vielleicht doch ein Er ist oder einfach wirklich eine Sie, weil, ne, man weiß ja nie, Pokémon, da haben viele Jungs auch einen weiblichen Char, aber auf jeden Fall, wir sagen mal sie, ja, kann jetzt hier in Schlurpleck gehen, einen Irrlich ganz gut abfangen und steht hier eigentlich ganz gut da, ne, Schlurpleck kann sowas wie Wunschtraum und so weiter und so fort, ist also gar nicht mal so schlecht für Schlurpleck. Wir sehen jetzt hier den Voidwechsel und tatsächlich kommt jetzt hier Amoroso rein, während wir den Wunschtraum sehen. Und die Sache ist, dass ich mir jetzt sogar vorstellen könnte, dass hier ein Setup kommt. Ich weiß aber nicht, ob es so schlau sein wird, aber andererseits, was kann Schlurpleck Amoroso groß entgegensetzen? Ich meine, Normalattacken machen natürlich nicht viel durch die Resistenz. Toxin wäre vielleicht nervig, aber trotzdem kann er sich ganz gut setupen. Also bin ich jetzt immer gespannt, was jetzt hier kommen wird. Wird hier vielleicht das Setup kommen? Auf jeden Fall sehen wir auf der anderen Seite den Irokeks-Switch und wir sehen hier wirklich ein Setup. Die Frage ist nun, wird eine Hydropumpe ausreichen? Ich denke nämlich nicht, vor allem, weil das vielleicht sogar ein offensivfesten Irokeks sein könnte. Und das wäre tatsächlich ein bisschen unpraktisch, wobei, ich wollte gerade sagen, sehen wir die Überreste? Nee, wir sehen jetzt hier Wunschtraum, da haben die Heilung, aber wir sehen hier einen Z-Move und das ist der Z-Wasser-Move, wahrscheinlich die Z-Hydropumpe und auf +2 Spezialangriff. Haut das vielleicht so dieses Irokeks weg? Da bin ich mir unsicher. Wie gesagt, es kommt darauf an, ob das vielleicht so ein offensivfesten Set ist. Wenn nicht, wird es sehr wahrscheinlich reichen und das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht dann. Aber wir sehen jetzt hier den Super Wassertornado. Reicht das aus? Es reicht locker aus, um Santa zu besiegen und damit hat tatsächlich schon der erste Kill stattgefunden hier und das ist gar nicht mal so schlecht gerade. Aber wir sehen jetzt hier den Kyurem-Switch und jetzt bin ich gespannt, was wir Kyurem machen, weil eigentlich sollte doch hier die Antikraft auf diesem Set sein. Und mit der Antikraft sollte hier eigentlich wahrscheinlich auch der Kill kommen. Und wir sehen jetzt hier, dass Larry aber auf Erdkräfte geht und das sollte nicht ausreichen, weil Kyurem hat einen guten Grundbulk oder einen natürlichen Bulk halt. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite ebenfalls die Erdkräfte und das reicht natürlich aus. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das vielleicht einfach keine Antikraft hatte oder es ein Missklick war oder so. Weil ja, Antikraft hätte ich jetzt hier wahrscheinlich auf dem Set gesehen. Aber wahrscheinlich ist dann die letzte Attacke Eisstrahl. Könnte natürlich auch sein. Naja, in jedem Fall kann jetzt hier der Revenge-Kill kommen mit Sneebel. Abschlag kommt und wir sehen jetzt hier natürlich auch noch ein Lebenorb, was auch natürlich auf Sneebel relativ klar ist, dass das drauf ist. Und auf Marines Seite kommt Meditalis rein. Die Sache ist, dass Meditalis nicht so viel gegen Zytomega machen sollte und hier kommt aber gar nicht Zytomega, sondern Siri kommt einfach rein und wird jetzt hier erstmal abgeworfen. Ja, kann ich verstehen, man will vielleicht auch nicht so viel Chip auf Zytomega fressen, ist durchaus nachvollziehbar und wir sehen jetzt hier auch ein Leben-Offset, das hätte aber wie gesagt auch nicht so viel Schaden auf Zytomega gemacht, aber wir sehen tatsächlich jetzt Kyurem, was ich interessant finde, denn natürlich ist Kyurem schneller als das normale Meditalis und Patronib killt nicht, aber ich denke mal, wieso den Chip fressen, wenn man Zytomega in der Hinterhand hat? Vielleicht ist da noch eine gewisse Taktik hinter. Auf jeden Fall kommt jetzt hier erstmal der Draco und Forstelka wird ein bisschen Schaden davon fressen.
Aber ist ganz okay nehmen, denke ich mal, okay, ja, war okayer Schaden, ne? 50% circa. Aber der nächste Draco wird natürlich nicht ausreichen. Deswegen muss wahrscheinlich jetzt hier auch der Switch-Out kommen von Bofrost, dem Kyurem. Hawk kommt wieder rein, das Keifel, wahrscheinlich einfach, um direkt wieder die Tarnsteine auszulegen, weil Marine sie hier direkt wieder wegspinnen möchte. Und die Tarnsteine sollen wahrscheinlich einfach auf dem Feld bleiben. Aber nein, wir sehen jetzt hier erstmal direkt das Erdbeben, bevor wir die Tarnsteine sehen. Denn Erdbeben sollte wahrscheinlich Mary Xmas Toolcare, und das tut es tatsächlich. Sehen wir die 50% Beere? Ja, wir sehen die 50% Beere. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber das Matchup sollte Keifel tatsächlich gewinnen. Denn Keifel kann jetzt hier noch ein paar Mal auf Erdbeben gehen, kann auch zwischenzeitlich nochmal vielleicht die Tarnsteine rauslegen und so weiter und so fort. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn, ja, jetzt hier die 50% Beere auf Forstaker drauf ist. Es dauert natürlich auch ein bisschen länger und jetzt kommen auch nochmal die Giftspitzen raus, das heißt weitere Hazards. Aber sind die Giftspitzen wirklich so schlimm? Wir werden es sehen. Wenn Zytomega Magieschild hat, dann auf jeden Fall nicht, weil ich sehe aktuell, dass Magieschild Zytomega echt ganz gut sein könnte. Wenn es halt Belebekraft Zytomega ist, dann könnte es vielleicht sogar echt praktisch sein. Wir sehen jetzt hier nochmal den Turbodreher. Wahrscheinlich, weil hier mit den Tarnsteinen gerechnet wurde. Aber die kamen nicht. Nochmal ein Crit mit Turbodreher, das mattert natürlich nicht. Und jetzt kann natürlich das nächste Erdbeben dieses Forstaker besiegen. Natürlich liegen jetzt auf der Seite von Jace die Hazards. Und das ist natürlich nervig einerseits, aber andererseits sieht es, glaube ich, trotzdem gar nicht so schlecht gerade aus. Natürlich kann Militalis reinkommen und wieder Druck aufbauen. Aber da ist halt immer noch dieses Zytomega. Aber tatsächlich entscheidet er sich dazu, Keifel abzuwerfen. Also er will wirklich nicht dieses Zytomega reinwerfen. Wahrscheinlich macht es vielleicht doch zu viel Schaden. Vielleicht ist es irgendwie nicht total physisch defensiv oder so. Was ja eigentlich so ein Standard-Set ist. Ich bin mal gespannt. Turmkick reicht auf jeden Fall aus, um Keifel zu besiegen. Das ist klar. Immerhin hat er noch ein bisschen Chip bekommen mit dem Eissplitter und natürlich auch mit dem Lebenorb. Und jetzt kommt die Kumpelblase rein. Und wir sehen tatsächlich, dass jetzt hier die Vergiftung kommt. Und es triggert nicht. Wobei es erst in der nächsten Runde triggern müsste. Wenn es denn nicht Magieschild hat. Aber mal schauen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier Schlowplack rein. Und wir sehen tatsächlich den Säurepanzer. Das heißt, wir sind jetzt hier auf +2 physischer Verteidigung, beziehungsweise Zytomega. Und wenn jetzt hier auch nochmal ein Gedankengut drauf ist, dann, ist da, glaube ich, ein kleines Problem auf der gegnerischen Seite. Und wir sehen jetzt hier auch, das ist tatsächlich ein Magieschild, Kumpelblase, weil er hat keinen Schaden durch die Vergiftung gefressen. Aber es kommt der Switch-Out. Wieso? Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, weil was will Schlowplack machen? Schlowplack kann halt wirklich gar nichts machen, oder? Ja gut, Geowurf, aber ich weiß nicht, wieso er jetzt hier rauswechseln musste. Das verstehe ich nicht. Also ich glaube, er spielt sein Zytomega nicht so aus, wie er es ausspielen könnte. Aber, keine Ahnung, ich werde vielleicht noch eines Besseren belehrt. Vielleicht hat das alles einen Grund. In jedem Fall wird jetzt die Sneebel reingeworfen, will wahrscheinlich nochmal einen Hit raushauen, wobei jetzt hier der Verhöhner kommt. Aber da ist tatsächlich die Dösigkeit auf der gegnerischen Seite. Und somit kommt der Verhöhner nicht durch. Und ja, Sneebel wird hier tatsächlich für nicht so ziemlich draufgehen. Was ich eigentlich schade finde, weil wie gesagt, ich glaube, Zytomega hätte das Matchup gewonnen. Außer er hat mit einem Verhöhner gerechnet, aber kann Schlowplack überhaupt Verhöhner? Da bin ich mir selber ein bisschen unsicher. Mit dem Pokémon kenne ich mich nicht so gut aus. Naja, wir sehen jetzt hier nochmal das Schutzschild, natürlich, um die Vergiftung dann eben triggern zu lassen. Und damit stirbt dann auch Sneebel. Und ja, Sneebel hat eine okay Leistung erbracht, hat immerhin das Kyurem besiegt. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es nicht nötig war, Sneebel jetzt hier abzuwerfen. Aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieser Kampf weiterentwickeln wird. Und wir sehen jetzt hier wieder Kyurem. Und Kyurem wird natürlich guten Schaden raushauen können. Wobei auch hier, wie gesagt, speziell defensiv wäre dieses Schlowplack ein bisschen nervig. Mit Wunschtraum und Schutzschild kann er sich ganz gut gegenheilen. Draco ist natürlich der stärkste Step, aber dann ist er auf -2. Aber wir sehen tatsächlich einen Fokusstoß. Und wie viel Schaden macht das? Das macht gar nicht mal so viel, weil die Sache ist, also es macht schon guten Schaden, na klar, aber er kann jetzt auf Wunschtraum gehen, danach auf Schutzschild gehen. Und dann könnte es ja auch irgendwie sein, dass mal tatsächlich so ein Fokusstoß daneben geht und dann sieht es gar nicht mal so gut aus. Ich frage mich halt immer noch, wieso nicht Zytomega? Was ist aktuell der Gedankengang? Aber wir sehen tatsächlich, dass jetzt hier der Switch-Out kommt in Zytomega. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wieso wollte Jace das Matchup nicht eingehen gegen Schlowplack. Denn an und für sich sehe ich Zytomega eigentlich dieses Matchup hier gegen Schlowplack gewinnen. Vielleicht hat er Drachengrute oder so, aber warte mal, wir haben Wunschtraum gesehen, Schutzschild. Was haben wir noch gesehen? Geowurf, genau. Haben wir schon den 4. Move gesehen, da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Vielleicht hat er, wie gesagt,
irgendwie vor Drachenrutangst oder so, keine Ahnung, und will erstmal alles abwerfen, um dann mit Zytomega zu sweepen. Dann ist ihm aufgefallen, okay, der hat wahrscheinlich keine Drachenrute, ich weiß es nicht genau. Ist ja auch nicht so wichtig, in jedem Fall sehen wir jetzt hier, dass wieder ein Säurepanzer rauskommt auf diesem, ja, Zytomega, und Zytomega sollte, wie gesagt, das Matchup hier eigentlich gewinnen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber jetzt kommt der Wechsel. Marine muss ja auch auf jeden Fall rauswechseln und geht in Beelzebub in Flampivian. Und Flampivian soll jetzt nicht mehr so viel Schaden machen, weil wir jetzt auf +4 sind, beziehungsweise, wie gesagt, das Zytomega ist auf +4. Und wenn jetzt hier kein Crit kommt, sieht es natürlich gut aus für Zytomega. Aber wir kennen es, Pokémon ist immer so eine Sache, da könnte ein Crit kommen, aber wir sehen tatsächlich die Bauchtrommel. Okay, das ist ziemlich cool. Und das ist vielleicht so der Gamechanger. Denn wir sehen jetzt hier einen Gedankengut. Und Flampivian ist so gesehen auf +2. Und dadurch, dass Flammenblitz von einem Flampivian echt reinhaut, auch gegen Zytomega, könnte das gerade eine interessante Situation sein. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das wird, weil ich habe nicht die Kikes im Kopf, ich weiß nicht, wie viel Flammenblitz macht, aber wir sehen Feuerschlag, gut, kann ich verstehen, weil du willst nicht auf einem Bauchtrommel-Set ja, extra Schaden fressen, aber das macht nicht genug. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das macht tatsächlich nicht genug, wobei, na, ist halt wahrscheinlich eine komische Roll oder so, aber das ist jetzt sehr interessant, denn er hat ja keinen Nachteil, die ganze Zeit Feuerschlag zu drücken. Er müsste eigentlich die Feuerschlag-AP ausdollen. Wir sehen jetzt hier aber nochmal einen Säurepanzer. Okay, ist, glaube ich, auch der richtige Play. Jetzt muss halt nur der Crit kommen auf der gegnerischen Seite, damit es halt trotzdem noch irgendwie klappt. Und wenn der Crit kommt, dann ist hier ein ganz großes Problem. Aber wenn hier keine Hacks mehr kommen, sieht es gut aus für Jace, wenn ich das hier richtig sehe. Wir sehen keinen Crit oder so, aber es ist jetzt hier wirklich Leben am Limit. Die Kumpelblase hat wirklich sehr viel Angst, weil da könnte irgendwo dieser eine Zahnstocher sein. Und dann platzt die Blase und damit auch der Traum zum Sieg dieses wunderbaren Spiels bisher. Weil bisher ist es auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wir sehen jetzt tatsächlich einen Spukball, der tatsächlich nicht ganz ausreicht. Und wir sehen jetzt nochmal eine Beere. Und zwar die Salka-Beere vielleicht. Ja, die Salka-Beere. Gut, die macht jetzt hier nicht so viel. Aber auf jeden Fall ein cooles Set auf der gegnerischen Seite. Sieht man nicht alle Tage und ja, hat natürlich jetzt hier definitiv so die Möglichkeit. Aber was ich gerade noch merke, wieso überhaupt Spukball? Weil, wäre es nicht schlauer gewesen, erstmal noch weiter auf Genesung zu gehen? Vielleicht, ja, wegen der Crit-Chance und so weiter und so fort. Aber das war jetzt gerade risky. Ich glaube, sogar mit einer Roll hätte Feuerschlag vielleicht ausreichen können. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wie gesagt, vielleicht kennt Jace die Kikes. Aber warte mal, wieso kommt der Switch-Out? Wieso kommt der Switch-Out? Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Was ist hier los? Wieso wirft er seine Wincon weg? Wenn Kyurem stirbt, kommt Zytomega rein und stirbt auch, weil der Gegner ist auf +6 und die Boosts sind weg. Wieso hat er das gemacht? Ich bin gerade komplett verwirrt. Wieso hat er dieses Game gethrowt? GG. Wir sehen tatsächlich den Sieg auf der Seite von Marine mit dem Bauchtrommel Flampivian. Ich bin gerade sowas von verwirrt. Was war der Gedankengang mit der Zytomega-Sache gerade? Denn natürlich die Crit-Chance ist immer da, aber die ist nur bei 4,61% seit der 7. Generation. Das heißt, er hätte sie erstmal bekommen müssen. Und er gewinnt das Match in der Theorie. In der Praxis kann es anders aussehen. Wie gesagt, Hacks und so weiter und so fort. Aber wenn er nicht hackst, hätte Jace hier gewonnen. Da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen bin ich gerade sehr verwirrt, wieso Jace das gemacht hat. Vielleicht wollte er sich auch nicht auf dieses Stall-Match am Ende einlassen oder so. Keine Ahnung, in jedem Fall. Ja, ist das ein GG? Marine hat das hier gewonnen. Und ich habe tatsächlich gerade keine Worte mehr. Das war ein Finale mit vielen Wendungen. Ich glaube, wie gesagt, dass Jace einfach sein Zytomega auch schon vorher hätte besser spielen können. Und am Ende, ja, wie gesagt, das kann ich immer noch nicht erklären, was der Gedankengang dahinter war. Das kann Jace gerne in die Kommentare schreiben. Aber dieses Flampivian mit der Bauchtrommel war auf jeden Fall ein Gamechanger, weil sonst hätte Zytomega halt so oder so gewonnen. Das wäre gar keine Challenge sozusagen gewesen. Aber mit der Bauchtrommel war plötzlich dann wieder eben die Hoffnung da und es hat tatsächlich geklappt. Mit einem Missplay am Ende von Jace. Aber wie gesagt, vielleicht hatte er da irgendwie einen gewissen Gedankengang hinter oder wollte es einfach beschleunigen, dachte sich, ich will so nicht gewinnen. Ich habe keine Ahnung. Leute, das war's an dieser Stelle von mir. Danke an Flo, dass ich die Möglichkeit hatte, das Ganze hier zu kommentieren. Ich hoffe, ich habe das so kommentieren können, dass man alles verstanden hat. Ne? Also ich bin ja auch eben komplett hier
als Zuschauer dabei. Ich hatte keine Ahnung von dem Kampf, was jetzt die Gedankengänge von den beiden Teilnehmern waren und so weiter und so fort. Deswegen schaut auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht schreiben die beiden ja etwas rein. Und deswegen, ja, war es das hier an dieser Stelle. Lasst auf jeden Fall eine positive Wertung auf diesem Video von Flo da. Das würde ihn bestimmt sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht, wenn ich mal wieder auf dem Kanal von Flo bin. Und ciao.